Freunde, herzlich willkommen zum neuen Sonntagsupdate. Ich weiß jetzt nicht, was ich euch sagen soll, aber ja, ich habe es wieder getan. Och nee, nee, lass mal. Nee. Und ich habe mir das Ding nur von meinem eigenen Geld gekauft. Okay, Freunde. Ich gebe der ganzen Sache eine zweite Chance. Diesmal kein Mini, sondern der normale A1. Ich habe mir nach einem Jahr tatsächlich gefühlt den gleichen Drucker nochmal gekauft. Ich bin so ein Idiot. Naja, nichtsdestotrotz, ihr wisst, Freunde, ich bin auf der Suche nach dem besten und günstigsten Multimaterial Printer auf dem Markt. Und ja, ich wollte das Ganze jetzt nochmal angehen, denn die Welt hat sich geändert. Es gibt jetzt mittlerweile für den A1 Mini einen Swap-Mod. Sehr geile Geschichte. Ich habe leider kein Mini mehr, aber da kommt vielleicht in Zukunft was und deswegen habe ich mir auch dieses Stückchen gekauft. Und ich will einfach wissen, was sich da jetzt geändert hat in einem Jahr. Und vielleicht ist das Ding ja doch das Ding, was man zu Hause sich hinstellen sollte. So, und deswegen packen wir die Büchse jetzt aus. Ich bin gehypt. So, also wie immer, selbst gekauft. Ich bin ein Idiot, ich kaufe mir ständig Drucker, die ich gar nicht brauche. Nein, Spaß. Ich will es einfach für euch testen. So, und jetzt bin ich gespannt, denn ich werde das Ding intensivst mit dem Anycubic Cobra 3, mit dem MK4S und der MMU3, mit dem XL 5-Kopf vergleichen. Und dann werden wir gemeinsam am Ende des Jahres herausfinden, welcher nun wirklich der beste Mehrfarbdrucker ist. So, der Mini war ja schon ganz lustig, aber der große Bruder sollte auf jeden Fall uns neue Möglichkeiten eröffnen. So, also wie immer alles gut verpackt. So, zack. Wichtiger wäre dann hier die Druckplatte. Sensationell, sogar mit dem Logo drauf. Finde ich cool. Hatte ich bei meinem Mini damals komischerweise nicht. So, ich habe mir auch noch ein paar mehr Platten bestellt und Filamente, aber das dauert. Es braucht wieder eine extra Einladung. So, was haben wir hier? Geschenke. Was zum Basteln. Bootmotor. Beim letzten Mal war so eine Lampe dabei. Diesmal ist dieses Boot dabei irgendwie. Nee, es ist tatsächlich nur der Außenborder. Sensationell. Ha! Badespaß für die ganze Familie. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen Zubehör. Top. Gleich was runtergefallen. Und am Ende sage ich, das Set war unvollständig. So, dann das AMS Untergestell. 4 Filamentrollenhalter. Filamentsample. Normaler Spulenhalter. Zack, hier so mit Gewinde. Den werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil das ist der einzelne. Wir wollen ja Multimaterial. Dann der Poop-Shooter. So, hier ist die eigentliche AMS-Einheit. Und da unten befindet sich jetzt der Drucker in 2 Teilen. Ich wusste nicht, dass man den noch zusammenbauen muss. Der A1 Mini, der kam gleich ready to print. Ich dachte, das ist so, das ist immer so, dass die ready to print kommt. Oh oh, Baustelle. So, ganz vorsichtig. Zack. So, hier ist das Display. Ah, cool. Sehr gut. So, was befindet sich jetzt hier noch drin? Bisschen Testfilament und die Tubes. Schon vormontiert, sehe ich gerade. Auch nicht schlecht. Willkommen zur Bastelstunde. So, schauen wir mal den Quickstart Guide rein. Was gibt es denn jetzt hier noch zu machen? Ja, Druckbett brauchen wir. Okay. Gut, der Rahmen kommt hier rüber. So. Das ist hier noch verklebt. Das Anschlussmodul. Die Kabelbinder durchknipsen. So, hier drüben nochmal viele Kabelbinder dran. Sicher ist sicher. Hier ist ja noch einer. So, jetzt aber alles in Position und jetzt sollen wir das Bett da so durchheben. So, bevor man das da durchstecken kann, sind hier oben unten auch rot gekennzeichnet, 4 Sicherheitsschrauben. Und das Gute ist, da wird auch vernünftiges Werkzeug mitgeliefert, womit wir die Schrauben jetzt einfach ausbauen können. Super.
Elektrisch geht das doch schneller. Jetzt rutscht das Bett frei. Und jetzt können wir den Bäumel da auch durchmachen. So, zack. So, hier hinten noch eine Abdeckung ab. Mei, du, da sollen aber viele Schrauben durch. Zack. So ganz spezielle, ganz lange Schrauben. Und die sollen da jetzt erstmal überall durch. Wie viel sind das denn? 10 Stück. Krass. Ich dachte, ich hätte hier das Sorgenlos-Paket bestellt. So, zack, das haben wir geschafft. Abdeckung wieder drauf. Das ging super. So, und jetzt sollen wir den Drucker hinten auf seine Achse legen. Vorsicht mit dem Druckbett. So, jetzt kommen wir nämlich hier unten an den ganzen Anschlüssen ran, denn das hier muss jetzt hier angeschlossen werden. Aber alles auch ganz einfach in der Anleitung beschrieben. Das ist gar kein Thema. So, das kommt auch ab. Den Klebestreifen lasse ich mal hier unten. Das mit USB-C, dann wird die Kamera hier angeschlossen. Da kommt der grüne Motor X hin. Das klippen wir zu und hier oben den gelben Motor Z einrasten. Das war's schon. Ja, das ging schnell. So, da ist jetzt noch eine Schraube. Die ziehen wir fest. Der Kopf ist wieder mit USB-C angeschlossen. Zack, fertig. Alles wie in der Anleitung beschrieben. Gemacht. Nächste Seite. Wieder aufstellen. Und Display ausklappen. Erfolgreich. So, jetzt fehlt uns noch unser Poop Shooter. Der kommt auf diese Seite hier. Von innen einschieben. Und bekanntlich wird er wahrscheinlich wieder mit einer Schraube gesichert. Zack, fest. Top. So, jetzt sind wir hier mit dem Drucker schon fast fertig. Können das Druckbett schon einmal raufmachen. Zack. Und jetzt können wir noch die Tubes montieren. Wir haben einmal einen einzelnen Tube mit dabei und einmal den Vielfach-Tube. Und die 4 Tubes, die können wir jetzt einfach hier oben alle da einrasten. Sind alle hier schon ein bisschen geknickt, die Schläuche. Und nicht ganz gerade abgeschnitten, fällt mir gerade auf. Ist alle ein bisschen schief. Guck mal hier, der Schlauch hier oben. Der macht da voll die Schlange. Finde ich nicht so gut. Aber wird hoffentlich keine Probleme machen. Dann können wir noch das Kabel hier einklicken. Das Ganze ein bisschen hier hochziehen. Und jetzt kommen wir schon zur AMS. Also, AMS, der Standfuß. Einfach oben rein. Zack, bis ihr die Schraubenlöcher seht. Dann gibt es hier die Schrauben fürs AMS-Light. Das sind ganz normale Kunststoffschrauben. So, und dann haben wir jetzt immer 2 unterschiedliche Filamentrollenhalter. Eigentlich ganz einfach. Die einen haben da drin quasi einen Vierkant, die anderen einen Sechskant. Gelb kommt zu Gelb und Grün zu Grün. Zack. Das hätten wir auch geschafft. So, jetzt haben wir hier 2 kurze, 2 lange. Die werden hier eingerastet auf der dichteren Seite, die kurzen. Und die langen, die kommen auf die andere Seite. Jetzt können wir uns das hier hinstellen, wie wir wollen, wie es passt. So, das sieht doch sensationell aus, das Setup. Jetzt fehlt nur noch Strom. Einmal haben wir hier einen ganz normalen 230 Volt Anschluss. Kaltgerätestecker kommt da rein. Zack. Sicherungskappe auch noch ab hier. Und dann, ganz wichtig, das AMS anschließen. Zack, hier hinten haben wir 2 Anschlüsse. Ist jetzt egal, welchen wir da nehmen. Zack, rein damit. Arretiert, fertig. So, das hat jetzt gerade mal knapp 15 Minuten gedauert. Gar kein Thema. Finde ich gar nicht so schlecht, dass man noch was aufbauen muss. So wird man mit dem Drucker gleich vertraut. Was ist Sache? Wo ist was? Also auch gar nicht schlecht. Ich bin ja eigentlich der totale Aufbaufan. Wenn es nach mir ginge, hätten die mir das Ding am besten als Einzelteil, als Kit geliefert. Denn ich liebe es zu schrauben. So, jetzt können wir der ganzen Sache mal Strom spendieren. 1 Minute 37 Sekunden später. Jetzt heißt es Hauptschalter umlegen, Strom ist dran. Wir schließen an. Es fängt alles zu leuchten. Da steht Bambolab, wir starten.
Oh, dieser Sound, ich habe ihn vermisst vom A1 Mini. Deutsch, Europa, WLAN auswählen. Jetzt sucht er einmal nach WLAN-Netzen. Finde ich irgendwie lustig, dass man das Display hier so klappen kann. Warum auch immer. Weiß nicht, vielleicht haben die gedacht, wenn man das so seitlich irgendwie eine Produktion einbaut. Ich weiß es nicht, ich finde es irgendwie lustig. So, das WLAN ist verbunden. Jetzt sollen wir das Ganze mit der Handy-App von Bambulab konfigurieren. Zack, da gehe ich hier auf Geräte. Drucker binden steht da. Erlauben. So, jetzt gehe ich hier mit meiner Kamera drauf. Halte das dahin. Zack, hat ihn schon erkannt. Zu meinem Account hinzufügen. Verbindung bestätigen. Zack, erfolgreich verbunden. Kalibrierung für bessere Druckqualität. Motorgeräuschunterdrückung, Geschwindigkeitskompression und automatisches Bettnivellieren. Ja, wollen wir mal gucken, ob er jetzt anläuft. Jetzt macht er erstmal seine Kalibrierungsfahrten. Ach du Scheiße. Das wäre ja jetzt der Fail gewesen. Habt ihr das gesehen, ich Idiot, Mensch? Ah, da muss ich aufpassen hier. Mal den Tisch hier arretieren. So, das dauert 7 Minuten. Die Motorgeräuschunterdrückung. So, Kalibrierung abgeschlossen. Jetzt können wir theoretisch schon was drucken. Ne? Also wir müssen jetzt Filamente laden. Er hat das AMS schon erkannt. Gibt es hier noch irgendwas zu machen? Ploppt schon auf. Das wollte ich nämlich. Firmware-Update verfügbar. Ich aktualisiere den mal eben. So, Freunde, jetzt habe ich noch einmal die Firmware aktualisiert, damit er auch auf dem neuesten Stand ist. Und wir können jetzt gleich mal Filament laden. Da stellt sich doch glatt die Frage, welches Filament nehmen wir? Ich habe jetzt hier mal ein paar Filamente vorbereitet, die dafür tauglich sind. Es gibt zum Beispiel Wetline-Filament. Das neue System passt auch auf den AMS. Die alten Rollen haben früher nicht gepasst. Also kann sein, dass es noch ein paar alten Spulen unterwegs sind, aber ich denke, mittlerweile müsste alles auf die neuen umgerüstet sein. Also das passt. Dann Filament Unger. Sehr schönes, was haben wir hier? Galaxy Schwarz ist das. Bei denen ist so ein bisschen Bronze Galaxy Black. Finde ich auch cool. Auch die Spulen sollten passen. Zack. Dann natürlich das hauseigene Printiverse Filament passt natürlich auch auf den AMS. Wer hätte es gedacht? Damals auch schon bei Mini gepasst. Heute passt das natürlich auch. Und natürlich Bambulab Filament. Das ist noch leer. Da muss man eben Filament drauf. Das einzige Bambulab Filament, was ich noch hatte, war dieses Beige. Ein Refill-Filament, was ich schon mal cool finde. So, mal gucken, ob wir das jetzt hier auch wieder richtig arretiert bekommen. Da ist die Haltenase. Zack. So. Zack. Relativ einfach. Spulen sind aus ABS, also auch zum Trocknen geeignet. Ich habe mir noch mehr Filament bestellt, weil ich das eigentlich mit 4 Originalspulen und Materialien testen wollte. Aber Bambulab braucht noch ein bisschen, ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt sowieso warten. Das Ding nehme ich mit nach Hause und stelle das in mein Nebenzimmer und ich spiele da mal ein bisschen dran rum. Und ich würde sagen, wir lassen gleich mal die Zeitblase platzen, denn ich verschwinde jetzt mal ein bisschen für ein paar Sekunden. Abfahrt. Kuckuck, Freunde, das letzte Bambulab-Paket ist da. Ich habe das schon aufgemacht, aber ich wollte euch daran teilhaben lassen, denn ich fand es ein bisschen komisch. Ist nicht schlimm, aber weiß ich nicht. In so einem komischen Made in China, GoFlive zu verschicken. Also ich habe da bei Bambulab bestellt und wieso steht da dann GoFlive drauf? Also das kenne ich von anderen Herstellern anders. Naja, nichtsdestotrotz, die Außenverpackung ist nicht sehr besonders toll. Innen drin, was lächelt mich an? Ein abgerissenes Stück Pappe. Das liegt dann so oben drauf. Das ist die Transportsicherung gewesen. Dann weiter im Paket. So ist das da reingeworfen. Es liegt hier alles drin. Das sind ein paar Spulen, die sind leicht. Aber ich habe hier halt auch schwere Materialien bestellt. Das habe ich bestellt hier. PLA Glow in Blau. PETG CF in Lila. So, dann haben wir hier noch PETG HF in Orange. Und dann hatte ich 4 Spulen bestellt. Nee, 3 Spulen hatte ich bestellt. Wusste ich schon gar nicht mehr. Und hier habe ich nochmal PLA Basic in Light Gray. Das ist hoffentlich die Bambulab-Farbe. Und 3 Spulen. So. Und da seht ihr auch schon da unten, da lag das alles drauf. Das sind die Druckplatten. So, die liegen hier so schräg auf irgendwas anderem drauf. Und das ist auch noch dazwischen halb aufgerissen. Das sind die Druckplatten. Hoffentlich sind die noch heil. Hier, was steht da drauf? Gift Pack 3. Weiß ich auch nicht. Tüte auch schon so halb offen. Kriege ich hier irgendwie so einen Zettel mit beigelegt. Ich weiß immer noch nicht, was das ist.
Und dann sind halt hier irgendwelche, hier Controller 16 Color RGB Plug Light. Da steht es mal drauf. LED Frame T-Light Candle Set warm. Und was ist das? Card Surfer. Keine Ahnung, was da drin ist. Ach, hier sind irgendwelche Ohrringe. Das sind wahrscheinlich so Sachen, die ich bestellt habe. Alles kleine Kugellager. Aber weiß ich nicht. Die Art, wie sie es verpackt haben, gibt mir doch als Kunde schon mal irgendwie ein abwertendes Gefühl. Soll jetzt nicht unbedingt Hate sein oder so, aber das ist halt das, was ich wahrnehme. Ne? Das ist halt mein Kontakt, den ich mit Bambulab in Verbindung bringe. Hier sind nochmal irgendwelche RGB-Lampen. Die habe ich doch gar nicht bestellt. Vielleicht gibt es da wenigstens was umsonst. So, was war hier noch drin? Hey, haben die sich verpackt? Jetzt kriege ich hier noch Teelichter. Elektrische Teelichter. Naja, solange das umsonst ist ja gut. Okay, hier steht ja auch Gift Pack 3 drauf. Dann war das jetzt, da steht noch mit B-Ware. Ne, nix B-Ware. So, und dann haben wir hier noch ein letztes Paket. Hot and with Heat Knit Steel Nozzle 04. Das ist das, was ich bestellt habe. Aber eigentlich müsste das jetzt alles sein. Hier, eine gehärtete Düse. Auch ganz wichtig, denn ich will damit CF drucken. Ich wusste gar nicht jetzt, ob jetzt eine verbaut war oder nicht, aber ich habe mir jetzt lieber noch mal eine gehärtete Edelstahldüse geholt. So, das ist das, was ich bekommen habe. Schauen wir mal, ob die Stahlbleche heil geblieben sind. Aber ich finde es halt schon doof, dass es halt irgendwie so unschön verpackt ist. Gut, das ist zwar gut verpackt hier drin, aber ich weiß nicht, es gab keine Luftpolsterfolie oder irgendwelche Knitterpappe. Und dann einfach alles da, guck mal hier. Da steht sogar Do not fold. Und dann schmeißen sie da einfach 4 Kilo Material drauf, während das verkantet. Naja, ansonsten schauen wir mal rein. Sieht ja wenigstens ordentlich aus. Dick in Pappe eingepackt. Druckbleche werden heil sein. Aber ich fand es halt ein bisschen komisch. Jetzt bin ich halt von Prusa zum Beispiel oder anderen Herstellern ein bisschen anders gewöhnt, dass man das ein bisschen mit Liebe verpackt und dass es halt auch sicher ankommt. Naja, nichtsdestotrotz habe ich alles gekriegt. Das sieht alles gut aus. Wir können uns nochmal die Spulen schnell angucken. Habe ich hier nochmal so eine graue Spule bestellt. Und dann haben wir hier Bambulab hellgrau. Light Gray nennt sich das. Dann PETG HF. Das soll wohl so ein ultra einfach zu druckendes PETG sein. Auch sehr schöne Farbe. Alles auf der Refill-Spule. Und dann habe ich noch 2 Filamente. Die kommen, glaube ich, sogar schon mit Spule. Ja. Das ist sogar sehr schön eingeschweißt, das CF-Material. Das ist das lilafarbene CF-PETG-Material, auch schon auf Refill-Spule. Gut, jetzt habe ich genügend Refill-Spulen, mehr als ich Material habe. Und dann haben wir halt nochmal ein Glow in Dark in einem richtig coolen Blau. Finde ich mega. Das macht halt auch so optisch mit dem Auge ein bisschen mehr her als normal. Muss ich mal gucken, ich hatte hier irgendwo mal eine Lampe. Guck mal hier. Auf der Kamera sieht man das gut. Leuchtet auch schön blau. So, dann habe ich jetzt genügend Material, das fällt hier schon alles um. Ich kann jetzt fleißig testen. 2000 Jahre später. So Freunde, da bin ich nun 3,5 Wochen später. 3,5 Wochen Bambulab A1 im Test gehabt. Und Freunde, was soll ich sagen? Wir können es ganz schnell machen. Kann man sich kaufen, ist ein geiles Gerät, funktioniert. Ich hatte kaum Probleme. Kaufempfehlung ist da. So, auch wenn ich sonst eigentlich einer der bin, der eigentlich das sagt, was er halt denkt und so kennt ihr mich auch, habe ich mir heute dann doch nochmal ein paar Notizen gemacht, denn ich möchte zu diesem Drucker doch noch ein bisschen mehr sagen. Denn, ja, wie auch schon andere gesagt haben in anderen Videos, es ist schwierig, hier etwas Negatives zu finden, denn der größte positive Aspekt bei diesem Drucker ist ganz klar der Preis für diese Qualität. Denn die Qualität ist tatsächlich hervorragend. Alles ist wirklich hochwertig verarbeitet und auch wenn Spritzguss ja eigentlich die günstigere Art und Weise ist, irgendwie was herzustellen, macht dieses Produkt es doch hochwertig, dass ich sage, da kriegt man auf jeden Fall was für sein Geld und hier kriegt man sehr viel für sein Geld. Ich habe das jetzt tatsächlich sogar im Weihnachtsrabatt gekauft. Normal kostet der A1 nämlich 440 € circa. Jetzt beim Weihnachtsspecial war der A1 einzeln bei 345 und mit dem AMS kostet die Combo 610 € circa und jetzt im Weihnachtsspecial AMS und A1 für 510 €. Wenn ihr einzeln die AMS
kaufen wollt, also ihr wollt die später dazu bekommen, dann kostet die im Weihnachtsspecial ca. 200 und normal so um die 270 €. Was immer noch viel, viel günstiger ist als MMU 3 bei Prusa. Aber man muss sagen, wir können, auch wenn man es denkt, wir können hier leider nur diese 4 Filamente verdrucken. Auch wenn jetzt hier oben noch einer auf dem einzelnen Spulenhalter hängt, nein, es ist uns nicht möglich, was ich damals dachte, 5 Filamente zu verdrucken. Bambulab kann nach wie vor, egal welcher Drucker, leider nur 4 Filamente. Bei den größeren Bambulab-Modellen könnt ihr natürlich mehrere AMS anschließen, was auch ziemlich cool ist, aber in der Basic-Variante haben sie immer nur 4. Als Zubehör bekommen wir erstmal einfach eine Box mit allem, was wir dafür brauchen, nämlich Ersatzschrauben, Schrauben für die Erstmontage, Werkzeug, Fette, einzelne Ersatzteile, wirklich das All-in-Paket. Zusätzlich bekommen wir noch eine Filament-Swatch. Die ist zwar nice to have, aber wenn man mehrere Bambulab-Drucker hat, hat man die wahrscheinlich am Ende so oft, dass man die eigentlich direkt in die Tonne werfen kann. Also das könnte man sich auch einzeln erwerben, meiner Meinung. Die Bambulab-Swatch ist schon wirklich geil und sehr klug gemacht. Also wir haben hier alle Bambulab-Filamente und die dazugehörigen Bestellnummern. Ist keine dumme Idee. Auf jeden Fall klug gemacht, wobei die meisten Teile doch so aussehen, als wären sie im Spritzguss gemacht. Vereinzelt sind dann aber doch immer noch welche dabei, die tatsächlich 3D gedruckt wurden. Da wurde die Seriennummer dann eingelasert. Aber trotzdem nice to have. Wenn man anfängt, weiß man immer genau, welches Material man für sein Projekt bestellen muss. Also ich finde das gut. Kann man auf jeden Fall zurückgreifen und können sich die anderen Hersteller auf jeden Fall mal tatsächlich 1, 2 Scheiben abschneiden. Warum hier immer 20 Gramm Bambulab Basic Filament beiliegt, keine Ahnung. Damit kann man ja gerade mal ein Banshee drucken. Ich verwende diese Filament-Sample meistens überhaupt nicht. Ich haue halt einfach gleich eine richtige Spule rein und fange an zu drucken, Freunde. Jetzt habe ich positive wie auch negative Nachrichten, denn dieses A1-Bett passt tatsächlich auf alle anderen Bambulab-Drucker, die große Serie nämlich, was ich ziemlich cool finde, denn wenn ich schon viele Bleche habe und wollte mir jetzt noch ein günstigeres Modell kaufen oder ich kaufe für dieses Modell relativ viele Bleche und ich will später mal noch mal ein bisschen was Größeres haben, ein Core XY haben, was ein bisschen massiver und technischer ist, dann kann ich die gleichen Platten eigentlich auch verwenden und das ist wirklich auch sehr cool. Also positiv ist noch, dass die Druckbetthaftung extrem gut ist. Ich habe die nicht einmal gereinigt und nicht einmal mit irgendwelchen Haftmitteln besprüht oder bestrichen. Es hat bisher alles gehalten, es hat nichts gewarpt. Was aber nach ca. 3 Wochen und zig Drucken und mehr als 150 Druckstunden passiert ist, dass er hier hinten einfach ein Stück von dem Blech schon weggeschabt hat, als er sich die Düse da abgerieben hat. Ist jetzt, glaube ich, nicht weiter schlimm, aber ich dachte, die Beschichtung hält da länger. Ich bin mal gespannt, wie die Platte in einem Jahr aussieht. Die ersten Sachen, die ich mir für den A1 gedruckt habe, waren natürlich verschiedene Zubehörteile, wie zum Beispiel hier ein Auffangbehälter, Lüfterabdeckung, hier vorne Kantenschutz und ganz viel Schnick und Schnack mehr. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann folgt einfach meinem Channel, denn bald kommt ein Video. 15 praktische Anbauteile für dein A1. So, und wenn wir schon bei Bauteilen sind, ich habe extrem viele Sachen gedruckt. Für Freunde, Familie, kleinere Aufträge damit gefahren. Egal welches Material ich benutzt habe, es hat bisher alles funktioniert. Ob PLA von 5 verschiedenen Herstellern, Leuchtfilament habe ich gearbeitet, ich habe mit PETG gearbeitet, mit PETG Kohlefaser. Es hat bisher alles auf diese Einplatte gehaftet und ich hatte bisher nur einen Fehldruck. Was da schiefgegangen ist, weiß ich nicht. Irgendwas hat da geklemmt. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Den Drucker hat es nicht gestört. Er hat den Crash aber auch leider nicht erkannt. Ansonsten könnte ich jetzt ganz lange hin und her Sachen testen. Aber ich muss gleich vorab sagen, bevor ich euch jetzt meine Testergebnisse zeige, die Testergebnisse, egal ob 1K oder 4K Drucke, also Multicolor, die Drucke sehen einfach sehr gut aus und sehen nicht besser aus als die Drucke von der Firma Prusa zum Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel so einen kleinen Freund hier gedruckt. Das ist aus Leuchtfilament gedruckt. Ich habe hier zweiteilige Sachen gedruckt. Ich habe so ein paar Pokémon-Figuren gedruckt. Ich habe diesen Teddybär gedruckt mit einem leuchtenden Herz auf der Brust. Wir haben hier von Drachenzähmen leicht gemacht so einen Drachen gedruckt. Wir haben kleine Astronauten gedruckt. Wir haben hier zum Beispiel mal einen Testdruck von Meister Edel gedruckt.
Könnt ihr auch mal machen. So wie ich den eingefärbt habe, würde ich euch das nicht empfehlen, denn das Ding hat unendlich viele Pups gemacht. Druckt das lieber in einer Farbe. Dann habe ich hier noch so ein paar Engel für die Weihnachtszeit als Deko für Mutti gedruckt. Ich habe hier noch einen kleinen Mülleimer gedruckt aus mehreren Teilen. Da sind dann die ganzen kleinen anderen Astronauten gerade drin verstaut. Dann habe ich hier ein paar Aufträge gefahren. Das sind alles aus Leuchtfilament gedruckt. Banshee ganz klassisch war ja schon auf dem Drucker mit vorgesliced. Das sind die ganz normalen Standardgeschwindigkeit gewesen. Dann habe ich das nochmal auf Geschwindigkeit verrückt gestellt. Und hier muss ich sagen, ja, das sind keine Einstellungen, die man wirklich nutzen kann. Das sind reine Show-Geschwindigkeiten, denn da kommt wirklich nichts Schönes raus. Kann ich euch nicht empfehlen. Lieber in Standardeinstellungen drucken. So, dann habe ich hier nochmal ein schönes vierfarbiges 2D-Bild gemalt. Wenn wir das jetzt mal ins Licht halten, sehen wir, da sind schon einige Löcher zu sehen. Man könnte das Filament jetzt noch kalibrieren. Das kann man jetzt natürlich auf den Drucker zurückführen, aber im Allgemeinen sind die Druckergebnisse doch echt super ansehnlich. Der größte Nachteil, den aber jeder weiß, wenn man sich so einen Drucker kauft, sind natürlich ja, die Pups. Unendlich viel Müll. Man kann da ein bisschen gegenwirken, wenn man die Materialien kalibriert. Ja, aber wenn man sich nicht unbedingt so einen Basketballkorb-ähnlichen Auffangbehälter druckt, fliegen die Teile wirklich durch den ganzen Raum. Und auch wenn dieser Tank relativ groß wirkt, den muss man bei den kleinsten Mehrfarbdrucken schon tauschen, sonst läuft das über und verstopft. Dann sieht das nämlich so aus, denn der Drucker versucht dann immer mehr zu reinigen. Warum er dann immer mehr rausschießt, ich weiß es nicht, aber dieser Plop hing da so drin und war komplett verklebt. Gut, dass ich zu dem Zeitpunkt da war, denn da habe ich auch keine Warnung auf mein Handy gekriegt. Apropos Handy, es gibt eine Bambulab Smartphone App und diese funktioniert extrem gut. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ich eigentlich alles habe, was ich testgedruckt habe, tatsächlich mit der Bambu App gesliced habe und direkt gedruckt habe. Ich musste eigentlich gar nicht slicen, ich habe einfach auf Print gedrückt und die Teile kamen nur so raus. Das hat bisher auf jeden Fall extrem gut funktioniert. Das werde ich in Zukunft auch nochmal mit den Prusa-Druckern testen, denn das funktioniert bei Prusa ja erst seit einigen Monaten, was bei Bambulab schon seit Anfang an funktioniert. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr coole Option, die man da hat. Denn gerade für Anfänger, die sich einen günstigen Drucker kaufen, haben meistens noch gar nicht so viele Fertigkeiten, dass sie sich einzelne Sachen selbst konstruieren. Und da können sie dann auf die gesamte Maker World Space zurückgreifen und sich unendlich viele Dateien herunterladen und direkt vom Smartphone aus drucken. Das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Wenn wir aber mit einer Smartphone-App arbeiten, haben wir immer eine Applikation übers Internet und da kommen wir zum nächsten, auch wenn diese Drucker sehr günstig ist. Ja, ich könnte jetzt so sagen, das, was wir dem Hersteller nicht zahlen, holt er sich dann, indem er sich unsere Daten nimmt und die verkauft. Ob das Propaganda ist, ob das wirklich so ist, man weiß es nicht, aber wir haben bei diesem Drucker nicht unbedingt die Möglichkeit, groß nicht übers Internet zu arbeiten. Ist so, weiß man vorab. Ich denke, die meisten Leute haben damit auch kein Problem. Wie ihr auch schon in der App gesehen habt, eine Kamera. Und das Tolle ist, die Kamera hat sogar Licht und vor allen Dingen haben wir hier so eine kleine Schutzkappe, die wir quasi privatsphärenmäßig vor die Kamera schieben können. Auch im Thema Slicer steht der Bambulab Studio dem Prusa Slicer nichts nach. In meinen Augen ist es nach wie vor einfach nur das gleiche Programm einmal auf links gezogen, wortwörtlich, denn hier sind alle Einstellungen links zu treffen. Beim Prusa Slicer treffen wir alle Einstellungen rechts. Mittlerweile werden auch im Prusa Slicer mehrere Druckbetten unterstützt mit der neuen 2.9.0 Software Update. Also von daher ist das wirklich echt entspannt zu sehen, denn auch obwohl der Bambulab Slicer schon seit langem die integrierte Kamera unterstützt, zieht jetzt ja auch mittlerweile Prusa nach und auch hier können wir die ganzen Drucker überwachen und auch zusätzlich Kameras einbinden. Also da sind die Hersteller eigentlich auch von Drittherstellern alle gleich auf. So Freunde, und ich bin euch ganz ehrlich, das sind natürlich jetzt sehr, sehr viele positive Aspekte gewesen. Deswegen möchte ich jetzt nochmal einen ganz klar Pro- und Contra-Vergleich machen. Das Schöne an diesem Drucker ist nicht nur, dass er günstig ist, sondern er ist extrem anfängerfreundlich und auch teils erweiterbar. Das Ganze ist halt nicht Open Source, der Rahmen ist Spritzguss,
es gibt keine Teile vom Originalhersteller, die wir uns nachdrucken können. Ich habe jetzt nicht die Option, dieses ganze Untergestell theoretisch in Einzelteilen neu zu drucken. Den Kopf kann ich nicht nachdrucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel lieber einen roten Drucker haben wollen würde, könnte ich die Teile ja nachdrucken, aber diese Teile sind nicht Open Source und das ist ein bisschen schade. Ob man es braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde es ganz cool, dass man bei den Prusa-Teilen alle Druckteile und Spritzgussteile eigentlich in seiner Lieblingsfarbe nachdrucken kann. Das Tolle ist, dass der Drucker in diesem niedrigen Preissegment tatsächlich ja die Möglichkeit hat, einen AMS Lite anzuschließen, was uns einfach 4 Farben Multicolor, wie schon gesagt, ermöglicht und das in der Preisklasse. Und das Beste an diesem Multimethyl-System ist nämlich, dass er automatisch die originalen Bambulab-Spulen per NFC-Tag erkennt und dass er mir gleich auf dem Display sagt, welches Material in welcher Farbe auf welcher Nummer geladen ist. Das ist wirklich super cool und einfach geregelt. So, jetzt zu den negativen Punkten, die mir wirklich schwer fielen zu finden. Ganz klar haben wir natürlich viel Müll, wir haben keine große Datensicherheit, der Drucker kommt nicht aus der EU, aus China, man unterstützt den chinesischen Markt. Dann habe ich einen Lautstärketest gemacht und auch wenn dieser Drucker über so ein genanntes ähnliches Noise Cancelling Kalibrierungsmod verfügt, ist der Drucker doch relativ laut und im Durchschnitt circa, egal was er macht, er ist immer 5 Dezibel lauter als zum Beispiel ein MK4S. Zudem sind die Bauteile, die hier verbaut sind, alle ganz speziell nur für diesen einen Drucker oder für die Druckerserie. Es gibt nicht die Möglichkeit, die Teile bei Drittanbietern irgendwie auf Amazon zu kaufen. Man muss eigentlich alles über die originale Amazon-Seite beziehen. Klar gibt es auch ein paar Partnerunternehmen, die mittlerweile Ersatzteile führen, aber bei anderen Herstellern sind es teils echt einfach zu bekommende und auch günstige Bauteile, die ihr eigentlich überall nachbestellen könnt für deutlich günstigere Preise als beim Originalhersteller. Was ich ein bisschen schade finde, auch obwohl die A1-Serie zu der ersten Generation gehört von Bambulab, die erschienen ist, haben wir hier zwar ein Wechselnozzle-System, aber es ist nicht das gleiche System wie bei der Nebenserie, den Core XY-Druckern. Ist doof, kann man aber nicht ändern. Warum Bambulab das gemacht hat, verstehe ich nicht. Ich finde, da hätten sie sich generations- und serientreu bleiben können, aber im Allgemeinen trotzdem sehr cool, dass wir ein Wechselsystem haben. So, ich habe die ersten Tage tatsächlich mit einer ganz normalen Nozzle gearbeitet und habe später, als ich angefangen habe, die Glow-and-Dark-Filamente und CF-Materialien zu verarbeiten, auf eine gehärtete Düse umgebaut. Das verschlechtert die Druckeigenschaften gar nicht. Ich habe damit trotzdem noch ganz normale PLA-Materialien verarbeitet. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Holt euch gleich so eine passende gehärtete Düse mit und druckt damit einfach. Dann könnt ihr alle Filamente kreuz und quer laden. Gar kein Problem. Was ein bisschen schade ist, die Düsen sind zwar nicht ganz günstig, ist halt keine normale V6-Nozzle, die man halt für ein paar Cent auf AliExpress kriegt, aber im Groben und Ganzen halten die Düsen samt Kühlkörper, denke ich, dann doch relativ lange und müssen eher selten gewechselt werden. So Freunde, das war's mit dem A1-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr von Bambulab sehen wollt auf meinem Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wie immer sage ich danke fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen habt oder regen Austausch, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin schon mal da unten und ich sage wie immer, Freunde, wir sehen uns. Bis gleich.